Laura, erzähl uns doch mal, wie sieht so ein Ruhetag bei dir aus? Also ein Ruhetag ist für mich ein Tag verminderter Belastung. Das heißt, ich mache nicht nichts, sondern einfach ein bisschen aktive Regeneration, ganz locker. Und ich nehme euch einfach mal durch so einen Tag mit. In those colors, oh, in muted, I'm hesitant, notions fading quickly under the lids of your eyes. But this is no mirage, soft as petals, arms open, cradle you embark in the sweet. The sweetness of release, losing pulsations, collapse, keeping you steady to me. Das Schöne an so einem Entlastungstag ist für mich, dass ich ohne Wecker aufstehe. Das heißt, ich schlafe einfach mal so lang wie es geht. Meistens ist es dann trotzdem recht früh, weil man natürlich doch irgendwie auch so eine innere biologische Uhr hat, die einfach einen aus dem Bett rausholt. Was auch nicht schlecht ist. Ich fühle mich meistens dann trotzdem ausgeschlafen, auch wenn es vielleicht nur eine halbe Stunde länger war. Dann genieße ich es einfach mal in Ruhe zu frühstücken, ohne irgendwie zu wissen oder vorher eine Session machen zu müssen oder zu wissen, gleich danach kommt die nächste. Und ja, dann gehe ich mit dem Nino Gassi zusammen mit dem Philipp oder alleine und genieße einfach mal so ein bisschen die Zeit. Wie gesagt, ohne Zeitdruck. Und dann kommt aber dann doch eben ein bisschen Bewegung im Anschluss. Da gehe ich meistens eine Runde schwimmen. Ganz locker, technisch orientiert, einfach für das Gefühl und dass einfach so ein bisschen der Körper durchbewegt wird, habe ich einfach für mich herausgefunden, dass ich dadurch wirklich mich besser erhole, als wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag nur rumliegen würde. Und ja, deshalb mache ich das immer so. Dann kommt natürlich auch ein ausgedehntes Kaffee, zweites Frühstück mit Käffchen, gerne auch ein Stück Kuchen. Aber natürlich auch andere gesunde Dinge. Nicht, dass jetzt hier schon wieder der Eindruck entsteht, ich würde nur zuckerhaltig essen. Und ja, dann muss ich mich natürlich auch häufig um ganz normale Dinge kümmern, wie Steuer, E-Mails, Einkaufen, Haushalt. Gut, hier im Trainingslager weniger, aber zu Hause dann natürlich vermehrt. Und so geht der Tag dann dahin. Wie schon erwähnt, mache ich gerne auch noch eine kleine Gym-Session, wo ich einfach auch noch mal ganz in Ruhe mich darum kümmere, ein bisschen Beweglichkeit zu machen, mich um meine Baustellen zu kümmern. Ein paar Kraftübungen mache ich dennoch, weil die mir einfach auch noch mal helfen, besser zu regenerieren. Die Ruhetage, die sind schon für den Kopf einmal wichtig, weil man einfach weiß, so, okay, heute muss ich wirklich nicht ja, mich zusammenreißen, irgendwie pushen oder an meine Grenzen gehen. Das ist einmal schön mental auf jeden Fall, auch dass ich weiß, okay, ich bin danach
hoffentlich wieder bereit, eben auch motiviert, wirklich wieder Gas zu geben. Aber es ist natürlich auch physisch. Also ich merke schon, dass ich mich da gut erhole. Wenn die Beine richtig kaputt waren, dann kann es aber auch sein, dass mal so ein lockerer Tag nicht genügt, sondern dass man vielleicht sogar mal 2 oder sogar mal eine ganze Woche ein bisschen lockerer gestalten muss. Ich denke, da ist einfach ganz wichtig, dass wirklich jeder schaut, wie geht es einem selbst, in den Körper reinhören und dann eben auch, wenn man einen Trainer hat, dem ein entsprechendes Feedback zu geben. Aber meistens ist es schon so, dass meine Beine dann nach so einem Tag deutlich besser wieder sind. Als Profi habe ich natürlich die Woche ein hohes Trainingsvolumen, das heißt mehr sicher als die meisten von euch da draußen. Das heißt, ja, wenn ich jetzt Age-Grouper wäre und nebenher noch einen Job hätte, dann würde ich auf jeden Fall diese Entlastungstage da deutlich weniger bis hin auch zu gar nichts machen. Einfach weil ja, viele von euch ja auch Kinder haben, eine Familie haben und ihr einfach häufig sicher die zurückstecken müssen, weil ihr euer Training durchzieht. Und ich glaube, dann ist es wirklich toll, wenn man an den Tagen einfach den anderen auch was zurückgeben kann und vielleicht einfach eine halbe Stunde für sich ein bisschen Gymnastik macht oder wenn man es jetzt von der Zeit eben, wenn es nicht so zeitaufwendig ist, vielleicht mal kurz in den Pool springen. Da reicht dann aber eben auch eine halbe Stunde bis maximal eine Stunde. Ganz lockere Bewegung. Aber ich denke, gerade im Age-Group-Bereich ist es auch wirklich sinnvoll, mal auf jeden Fall einen Tag in der Woche zu haben, wo man gar nichts macht sportlich, sondern sich wirklich um andere Dinge kümmert. Und ja, dann lasse ich den Tag meistens auch schon ausklingen, nochmal mit einem entspannten Kochen und einfach einem gemütlichen Abend. Und ja, so ist es für mich ein Tag, an dem ich viel Kraft schöpfen kann und dann wieder bereit bin, um die nächsten Tage Gas zu geben. Vielen Dank, Leute, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Einblick in meinen Ruhetag zu bekommen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt und mir hier unten ein Abo dalasst oder euch hier oben ein anderes Video anschaut.